Shaitan hat Allah geschworen, dem Menschen aufzulauern. Aus allen erdenklichen Richtungen. Von vorne, von hinten, von rechts, von links. Er versucht alles, um den Menschen von Allahs Weg abzubringen. Allah berichtet darüber in Suratul A'raf, wo Shaitan sagt: ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ich werde zu ihnen von vorne, von hinten, von rechts und von links kommen und du wirst sehen, dass die meisten nicht dankbar sind. Was bedeutet das von vorne, von hinten, von links und von rechts? Was bedeutet ein Angriff des Shaitan von hinten? Was liegt denn hinter uns? Vor uns ist klar, was vor uns liegt, ist die unbekannte Zukunft. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Und ein Angriff von vorne ist deswegen sehr leicht. Es geht um die Zukunft. Wir wissen noch nicht, was da passiert und Shaitan kann dir alles Mögliche über die Zukunft erzählen. Aber die Vergangenheit kennen wir. Wir kennen unsere eigene Vergangenheit. Wie nutzt der Shaitan deine Vergangenheit, um dich anzugreifen? Wie macht er das? Die Vergangenheit ist nicht unbekannt, sie ist schon passiert. Daran kann der Shaitan auch nichts mehr ändern. Aber er kann deinen Blick auf die Vergangenheit ändern. Und das ist eine Möglichkeit, den Menschen zu attackieren. Jeder Mensch ist am Ende quasi die Summe seiner Erfahrungen. Das, was dich heute zu diesem Menschen macht, das sind die Dinge, die du in deiner Vergangenheit erfahren hast, dein Leben. Und es beeinflusst auch deine Entscheidungen für die Zukunft. Wie sagt man auf Deutsch? Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Ein gebranntes Kind hat Angst vor Feuer. Es kennt Feuer vielleicht noch gar nicht. Es hat das Feuer noch nie berührt, aber sobald es einmal die Erfahrung mit dem Feuer gemacht hat, ist es gebrannt und fasst es nie wieder an. Ein Freund erzählte mir mal, nachdem er seinen ersten Autounfall hatte, ist er ganz anders gefahren. Vorausschauender. Er hat das immer im Kopf gehabt. Einmal habe ich etwas versäumt und dann ist das passiert. Und seitdem sagt er, ich gucke sogar durch die Scheiben der Autos, die vor mir fahren, um zu sehen, was kommt noch. Einfach durch eine Erfahrung. Shaitan benutzt jetzt deine Erfahrungen, die du gemacht hast, um dich vom Weg abzubringen. Nicht, dass du daraus Lehren ziehst, sondern um dich in die Irre zu führen. Na, wie macht er das? Er setzt dir eine bestimmte Brille auf. Und du siehst deine eigene Vergangenheit nur noch in einem bestimmten Licht. Und du denkst, das sind deine Gedanken, aber sind das in Wahrheit Gedanken von Shaitan. Zum Beispiel, wie macht er das? Mir hat mal ein Freund erzählt, der selber konvertiert ist, wie es in seiner Vergangenheit war. Er hat ja nicht gelebt wie ein Muslim. Und er sagte mir, er hat sich früher oft mit seinen Freunden getroffen und die haben zusammen Alkohol getrunken. Und er hat das genossen. Er liebte das. Am Wochenende mit den Freunden abhängen, chillen und sich einen Whisky geben. Und jetzt, wo er Muslim geworden ist, macht er das natürlich nicht mehr. Aber wenn er daran zurückdenkt, dann wird er so wehmütig. Boah, was war das schön. Was war das schön. Diese Erinnerung, diese wehmütige Erinnerung an diese Zeit, die ist mit Sicherheit von Shaitan beeinflusst. Denn der Shaitan erinnert ihn in diesem Fall nur an den Genuss, den ich gar nicht bestreiten möchte. Es kann durchaus sein, dass er das genossen hat. Aber Shaitan wird ihn nicht an die ganzen Probleme erinnern, die damit verbunden sind. Wenn man seinen Verstand verliert, wenn man besoffen ist, an den Kater am nächsten Tag, die Momente ohne Verstand, Streit, den man dadurch vielleicht verursacht hat, Kopfschmerzen den ganzen nächsten Tag, nur weil man sich vorher die Kante gegeben hat. Der Shaitan ändert deinen Blick auf deine Vergangenheit. Und so macht er es oft mit Geschwistern, die neu konvertieren oder die plötzlich anfangen zu praktizieren. Erinnert sie an die eigene Vergangenheit, wo man weit weg von Allah gelebt hat. Oh, was war das schön. Partys, die du durchgetanzt hast, die ganze Nacht. Ja, das hat einen Moment des Genusses, aber Shaitan wird dich nicht erinnern an die Müdigkeit. Er wird dir sagen, was war das schön, das Leben, ohne diese 5 stressigen Gebete. Immer musst du das irgendwie einplanen und dann manchmal so im Winter bist du einkaufen in der Stadt. Und was war das leicht ohne die Gebete, oder? Er erinnert dich nicht an die Momente, wo deine Seele verhungert ist, weil sie keine Verbindung zu ihrem Schöpfer hatte. Bei einer Sünde erinnert er dich immer an den Genuss. Immer. Und bei etwas, was du für Allah getan hast, erinnert er dich immer an das, was daran schwierig war. Du glaubst, es war früher vielleicht die schönste Zeit, aber es ist nur die Brille von Shaitan. Das ist ein Angriff von hinten. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ.
Ein Angriff von hinten von deiner Vergangenheit her bedeutet auch über verschüttete Milch zu weinen. Das ist ein Sprichwort im Deutschen. Über verschüttete Milch weinen bedeutet, du holst die Milchpackung aus dem Kühlschrank, es passiert etwas, du stößt dich irgendwo dran und es läuft Milch aus und sie liegt auf dem ganzen Boden. Du kriegst sie nicht in die Packung zurück, das ist passiert. Ist so. Aufwischen und das war's. Es hilft dir nicht, da jetzt zu stehen und die ganze Zeit darüber zu weinen, dass die Milch verschüttet wurde. Das ist nur schädlich, wenn man das macht. Und das versucht der Schaitan mit dem Menschen. Und er benutzt das, um ihn abzubringen vom geraden Weg. Etwas in deinem Leben ist schiefgelaufen. Du hast 3-mal die Klausur vermasselt und kannst deswegen dein Studium nicht mehr beenden. Du wolltest eine Frau kennenlernen, von der du sagtest oder dachtest, es wäre die schönste und beste Frau überhaupt. Die Eltern waren dagegen, es ist gescheitert. Du hast dich um eine Arbeit bemüht und hast sie nicht bekommen. Es passiert, das Leben ist so. Das Leben ist so. Aber Schaitan möchte, dass du dich nur noch mit diesen Ereignissen beschäftigst. Dass du in diesem Film lebst, oh, was ist damals passiert. Das ist nie eine Lösung. Das Problem löst sich ja nicht. Wenn du das Studium nicht mehr beenden kannst, musst du ja eine Alternative finden. Aber solange du damit beschäftigt bist, mit diesem einen Augenblick, machst du das nicht. Und das ist schön für den Schaitan. Du lebst in deiner Vergangenheit. Es ist normal, dass bestimmte Emotionen hochkommen bei Ereignissen im Leben. Wut über das, was passiert ist. Trauer über einen Verlust. Manchmal wird man nachdenklich gemacht. Was hat überhaupt dazu geführt? Manchmal ist man enttäuscht, weil man abgelehnt wurde. Das ist alles normal. Emotionen sind von Allah und sie sind gut, sie sind auch notwendig. Aber sie sind nicht dafür gedacht, dass man in der Vergangenheit lebt. Dafür sind sie nicht gedacht. Wut über ein Unrecht ist dafür gedacht, dass du an der Beseitigung dieses Unrechts arbeitest. Trauer über einen Verlust ist dafür gedacht, dass du dir Gedanken machst über eine Alternative. Wenn du nachdenklich geworden bist, dann such eine Lösung für die Zukunft. Wenn du enttäuscht wurdest, fragst du dich, woran liegt es? Lag es an mir, an anderen? Muss ich Beziehungen cutten deswegen? Aber Schaitan benutzt diese Emotionen gegen dich. Und ganz besonders bei einer Sünde oder bei einer schweren Vergangenheit. Wie willst du vor Allah stehen? Wie? Guck mal, was du alles gemacht hast in deinem Leben. Schau doch mal an. Damit willst du zu Allah zurückkehren? Du willst heute anfangen zu beten? Du bist selber traurig darüber, du schämst dich, du bist enttäuscht von deinem eigenen Leben, das ist okay. Aber die Lösung ist jetzt was? Die Lösung ist, zurückzukehren zu Allah, aber das möchte der Schaitan nicht. Er lässt sich in diesem Film, schau mal, wie schlimm deine Vergangenheit war. Du kommst zu Allah zurück, bittest ihn um Vergebung und alles ist vergessen. Ich habe einmal einen schönen Satz gelesen. Es gibt keine schlimme Phase, es gibt nur schlimme Momente, schlimme Ereignisse. Aber wenn man davon nicht loslassen kann, dann wird daraus eine Phase. Zu einem gewissen Grad ist das normal. Wir sind keine Roboter. Wir können Emotionen nicht an- und ausschalten. Aber der Schaitan benutzt das gegen dich. Ich komme zu ihnen von vorne und von hinten. Ein Angriff von hinten ist auch der Blick auf die schlechten Dinge. Nur auf die schlechten Dinge. Auf die Schwierigkeiten in deinem Leben. Das Leben geht auf und ab. Es passiert mal Gutes und mal weniger Angenehmes. Der Schaitan versucht aber, deinen Blick zu konzentrieren und zu fokussieren nur auf die Dinge, die schiefgelaufen sind. Nur auf das, was unangenehm war. Aber warum? Weil es den Menschen undankbar macht. Allah sagt über den Menschen, Innal insana li rabbihi lakanud. Ohne jeden Zweifel ist der Mensch gegenüber seinem Herrn undankbar. Es gibt andere Wörter für undankbar. Kafara ist ein Wort für undankbar. Kanud hat eine bestimmte Bedeutung. Kanud bedeutet, dass der Mensch aus seiner Vergangenheit nur die schwierigen Momente aufzählt und sich daran erinnert und nicht an die schönen Momente. Schaitan möchte, dass du dich nur darauf konzentrierst. Aber warum? Schaitan ist völlig egal, ob du ein Arzt bist oder ein Bettler, ob du reich oder arm bist, ob die Leute dich lieben oder ob die Leute dich hassen. Er hat nur ein Ziel, Jahannam. Und alles ist nur dafür, es gibt nichts anderes. Er hat keine andere Beschäftigung. Er ist nicht wie ein Geschäftsmann, der 18 Stunden am Tag arbeitet und dann nach Hause kommt und am Wochenende Pause macht. Schaitan arbeitet rund um die Uhr nur an diesem einen Ziel. Und der Blick auf die schwierigen Momente im Leben öffnet ihn
1000 Türen, um dich von Allahs Weg abzubringen. Du stellst dir die Frage, warum hat Allah mir das angetan? Warum soll ich jemandem dienen, der mir das angetan hat? Warum? Warum? Oder von einer anderen Seite, ich bin gerade so traurig, ich bin fast schon depressiv, mein Iman muss doch schwach sein, oder? Kann man traurig und depressiv sein und gleichzeitig gläubig, Allah nahe sein? Starker Iman bedeutet doch, mir macht nichts etwas aus. Ist mir egal, ob die Welt untergeht, ich bin nicht traurig. Diese Welt ist mir egal. Oder aber, ich bin gerade so traurig, das bedeutet, Allah liebt mich nicht mehr. Allah liebt mich nicht mehr. Ich hatte so viele Probleme im Leben, wie kann das sein, dass Allah mich liebt? Es ist vorher nur ein Ereignis. Eine schwierige Phase, die man vielleicht durchgemacht hat in seiner Vergangenheit. Aber was wird daraus? Mein Iman ist schwach und Allah liebt mich nicht mehr. Und was müsste ich jetzt tun? Mehr Koran lesen, mehr Gebete. Und dann bin ich immer noch traurig. Was bedeutet das? Das bedeutet ja, meine Gebete wurden nicht angenommen, oder? Denn wären meine Gebete angenommen, dann wäre ja mein Iman stärker geworden und ich wäre nicht mehr traurig. Er führt die Menschen in die Hoffnungslosigkeit. Manchmal nur mit einem einzigen Ereignis. Das reicht schon aus. Aber Shaitan macht daraus nicht nur ein Ereignis, er macht daraus eine Phase. Und aus dieser Phase werden Zweifel gegenüber Allah und Zweifel gegenüber einem selbst und am Ende die Hoffnungslosigkeit. Und wie er den Menschen noch angreift mit seiner Vergangenheit ist. Wenn der Mensch weit weg ist von Allah und alles ist immer bestens gelaufen im Leben. Alles ist immer gut gelaufen. Du bist weit weg von Allah und das Leben läuft alles easygoing. Da musst du auch nichts ändern, oder? Schau doch, wie gut es gelaufen ist. Allah liebt mich. Das ist doch der Beweis dafür, oder? Und der Blick auf so viele schöne Erfahrungen in der Vergangenheit, der trübt einen. Und er täuscht den Menschen. Du bist weit weg von Allah und merkst es überhaupt nicht mehr. Das ist eine Angriffsmöglichkeit für den Shaitan. Und die letzte Möglichkeit mit dem Blick auf die Vergangenheit ist der Blick auf die eigenen guten Taten. Das ist ein Angriff von Shaitan. Du schaust auf deine eigenen guten Taten und denkst, wow, was habe ich schon alles gemacht? Ich bin schon im Paradies. Unmöglich, dass ich nach Jahannam gehe. Und das ist eine Falle von Shaitan. Und all das sind Brillen, die er dem Menschen aufsetzt, durch die man seine Vergangenheit sieht. Eine passende Brille für jeden. Womit er den einen packt, packt er vielleicht nicht den anderen. Und die einzige Rettung hier ist die Beschäftigung mit dem Koran. Die Beschäftigung mit dem Koran nimmt einem die Brille von Shaitan weg und setzt einem die Brille von Allah auf. Man sieht quasi die Welt in einem anderen Licht. Du hast weit weg gelebt von Allah. Aber warst du wirklich glücklich? Hattest du ein glückliches Leben? Im Koran, wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem bescheren wir ein beengtes Leben. Und du denkst über dein eigenes Leben nach und denkst, oh, okay, so glücklich war ich früher doch nicht. In der Vergangenheit ist Schlimmes passiert. Und du denkst, Allah liebt mich nicht mehr. Und du liest den Koran und stellst fest, es hat nichts damit zu tun. Die besten Menschen, selbst denen ist Schlimmes passiert. Selbst den besten Menschen. Du wirst ja nicht traurig und denkst, du hast keinen Iman mehr. Du liest die Geschichte von Jakub, dem Vater von Yusuf. Jahrelang war er traurig, er hat geweint, bis er blind wurde. Und wir wissen, er hatte keinen schwachen Iman. Wenn alles paletti läuft, ist das ein Beweis für die Nähe Allahs? Du liest den Koran und du siehst, Allah versorgt, wen er will. Allah versorgt, wen er will. Das ist kein Maßstab. Er versorgt selbst Leute, die ihn beleidigen. Die Beschäftigung mit dem Koran ist das, was den Menschen rettet davor. Der Blick auf die Vergangenheit ist eine mächtige Waffe des Shaitan. Und das Schild dagegen, das sind die Worte Allahs. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum.